Hi Leute, willkommen zu Dragen gebaut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um Labwaffenbau. Unser heutiges Thema wird sein, ich hatte letztens so ein bisschen eine Idee. Und zwar, ihr kennt ja noch diese Flammenlampen, die ich schon mal ausprobiert hatte. Da wollte ich ja generell schon ein bisschen mal was mit bauen und ich hatte ja letztens diese Esse gebaut. Jetzt bin ich am Überlegen. Ein Freund, der hatte mich gefragt, ob ich seinen Magier Technicus Stab mal überholen kann. Und bin dann auf die Idee gekommen, die Lampen, die gibt es ja auch, ich glaube mit Blau. Jetzt muss ich noch mal gucken, ob das, ja, ne, blaue Leuchten. Jetzt habe ich mir überlegt, oh, funktioniert sogar bei 2 Lampen gleichzeitig, total toll. Naja, gut. Auf jeden Fall hatte ich mir überlegt, das Ganze jetzt wie das Kohlebecken zu machen. Also wieder so ein bisschen wie Kohle bekleben, allerdings dann so mehr kristallartig. Die hier natürlich dann in Blau und das andere werde ich dann mit Rot machen. Das ist soweit die Idee. Und dann mal gucken, wie das nachher so wirkt. Ich hoffe, die Idee gefällt euch. Was da nachher rauskommt und wie das nachher aussieht, mal schauen. Also es könnte interessant werden. Vielleicht inspiriert das der einen oder anderen auch für irgendwas. Man weiß es ja nicht, aber mal gucken. Ich wollte das erst mit Silikon machen, mache ich vielleicht auch nochmal, aber ich fand das jetzt mal was anderes. Nicht immer Flammen, dann halt so flackernde Kristalle. Kann man vielleicht auch für was anderes brauchen. Ich habe da so eine Idee, da ich mir 2 bestellt habe und nur eine quasi ja brauche. Könnte man ja eigentlich mal wieder irgendwas für die Zwerge machen. Ich hatte so überlegt, entweder eine Fackel oder vielleicht eine Laterne für einen Zwerg. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ne, ob euch das irgendwie interessieren würde, dass ich sowas mal wieder baue. Gut, ist mal wieder keine Waffe, aber ihr werdet noch genug Waffen von mir zu sehen kriegen. Dann hoffe ich mal, das Ganze interessiert euch. Bleibt dran, wir sehen uns. Dann fangen wir mal an mit dem Ganzen. Ich hatte bei einer anderen schon mal ein bisschen probiert. Dann nehmen wir wieder einfach hier so Materialreste hier, weil ihr so an Kleinzeug da habt. Schnibbelt das so ein bisschen klein. Ja. Oh, das ist ein bisschen sehr viel Kleinzeug dazwischen. Also so klein brauchen wir es dann auch schon wieder nicht. Naja gut, ist egal, können wir trotzdem vielleicht noch irgendwie brauchen. Nehme ich dann eine Heißklebepistole wieder. Ein Cuttermesser. Ein paar Teile müssen wir vielleicht noch ein bisschen kleiner machen, ein bisschen eckiger. Ne? Hier die 10er, die 16er Mattenstücke, die nehmen wir nicht. Die sind wir dann doch ein bisschen zu dick dafür. Das ist, glaube ich, dann nicht so gut. Also, verdammt viele. Da sind auch noch welche dazwischen. Ja, die 16er will ich dann doch nicht haben. Mal gucken, ob da immer noch gut, dass ich noch ein bisschen Reste mitgebracht habe, wie ihr seht. Das rumgeschnibbelt, das scheint sich jetzt so ein bisschen aufzulösen, da fehlt ein bisschen was. Also, einfach immer so ein bisschen hier so kreuz und quer einschneiden. Mal gucken, vielleicht mal noch ein bisschen kleiner. Bei dem einen hier habe ich ein bisschen groß gemacht. Vielleicht ist das dann, naja gut, ein paar kleine müssen wir auch noch dazwischen. Wir müssen ja noch was für die Ritzen haben. Na, ich bin mal gespannt. Ankleben, das funktioniert auch gut, habe ich schon ausprobiert. Also mit dem Heißkleber. Das hält recht gut, muss ich sagen. Wahrscheinlich, weil die Lampe selber aus Kunststoff ist. So, dann haben wir schon mal so das Grobe. So ein bisschen groß. So, dann fange ich hier unten irgendwo an. Mache einen größeren Flatsch drauf. Dabei gucke ich aber, dass ich hier dann die Kante nicht, damit man es noch vernünftig reinstellen kann. Ja, dass das nicht so nachher rumwabbelt. Und dann werden wir das Ganze jetzt hier einfach mal bekleben. Dafür lasse ich dann immer so ein bisschen Platz dann hier so zwischen den Teilen. Gucke mal, dass das so ein bisschen irgendwie da so reinpasst. When you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran. Das Ganze habe ich jetzt soweit beklebt. Jetzt gehe ich hin und schneide jetzt hier so überall so ein bisschen Schrägen rein. Das
das nämlich so eckig wirkt. Ja. Kleber war natürlich mal wieder noch nicht ganz trocken. Kennt man ja. Ne? Das passiert dann immer, wenn man halt so schnell ist. Beziehungsweise sich nicht lange noch Zeit lässt. Also wie gesagt, Leute, lasst euch immer Zeit. Ich versuche bei den Videos immer ein bisschen schneller zu machen, damit es euch nicht so langweilig wird. Weil die Trockenzeiten, die sind ja nicht gerade spannend. Ja. So. Wie gesagt, ich gucke auch, dass überall genug Platz zwischen den Sachen ist, damit das hier auch überall durchleuchten kann. Ne? Ja, kann man, glaube ich, gut sehen. Ja, sieht gut aus. So, dann bin ich schon mal hingegangen und habe da schon mal eine vorbereitet. Das ist jetzt hier so eine mit Flammen, die ist soweit fertig. Selbe Prinzip, nur halt, wo ist der Knopf hier? Nur halt jetzt mit normalem Feuer. Ne? Einmal blau und einmal die. Mal gucken. Die werde ich, wie gesagt, dann die in Rot, die in Blau. Mal schauen. Bin echt mal gespannt, wie das nachher aussieht. Die hier, die glaube ich, die kann ich schon mal so grob so lassen. Können wir eigentlich schon mal, ja, hier so ein paar Stellen mal noch ein bisschen abschneiden. Aber so im Großen und Ganzen, denke ich mal, kann man die schon pinseln. Das ist nicht so mega toll, oder? Aber doch, geht. Ja, dann würde ich sagen, dann fangen wir hier mit Rot an. Dann habe ich hier immer noch ein bisschen Rot übrig gehabt. Ja, wieder Flexipaint transparent. Und dann halt die Abtöne, also die Abtöne, sag ich schon, die Glasmalfarbe in Rot drinnen. Ich nehme jetzt einfach mal den Pinsel, da ist noch ein bisschen Schwarz damit dran. Das hat sich herausgestellt, dass das eigentlich einen ziemlich schönen Effekt gibt. Wie gesagt, diesmal habe ich auch ein bisschen mehr Rot. Das letzte Mal habe ich da irgendwie, weil das ja immer noch so ein bisschen weiß aussah, also das weiß durchgekommen ist, das war ja, weil da hatte ich nicht genug Farbe reingetan. Ich hatte gedacht, wenn man zu viel Farbe rein tut, sieht das nachher vielleicht nicht aus. Aber doch, es kommt durch. Also die Glasmalfarbe, das scheint schon gut zu funktionieren. Da bin ich schon echt begeistert. So. Na, dann gucken wir mal. Das andere mache ich dann auch mit transparent und blau. Ja, ich habe, glaube ich, den tollen Pinsel wieder dran, wo überall die Borsten abgehen. Das wäre natürlich nicht so toll. So. Ja, ich glaube, das ist schon wieder der super Pinsel. Würde ich auch mal entsorgen. Und zwar habe ich jetzt das Rot und das Blau drauf, ein bisschen mit Schwarz gemischt, damit es nicht zu hell wird. Und jetzt würde ich sagen, machen wir noch den Topcoat bei beiden drauf. Dann nehme ich diesmal, habe ich noch den glänzenden, weil ich die als Kristalle ein bisschen glänzender gerne haben möchte. Das ist jetzt die Geschmackssache, aber ich will jetzt in dem Fall, möchte ich das gerne ein bisschen glänzender haben. Ja? Mal gucken. Das Ganze haben wir jetzt in Klarlack drauf. Oh, das sieht doch schon mal ja nicht schlecht aus. Glänzend tut das auch schön. Dann nehmen wir mal die Fernbedienung. Das Geile ist, irgendwie funktionieren die, glaube ich, auf beide. Mal gucken. Tatsache. Kann man beide mit, obwohl da zwei verschiedene Dinger sind. Naja, ist egal. So, machen wir mal an. Mal schauen. Das ist Flamme. Lassen wir mal so an. Jetzt machen wir mal das Licht aus und gucken uns mal an, wie das Ganze im Dunkeln aussieht. Mal schauen. Also das Blau ist schon richtig, das gefällt mir schon mal richtig gut. Obwohl das Rot
gefällt mir auch ganz gut. Ja? Das sieht so ein bisschen jetzt mehr aus so wie Lava. Ein bisschen so in der Richtung. Eine Blau, ja, doch, hat was. So, machen wir mal das Licht an. Ja Leute, da würde ich mal sagen, das hat wieder ganz gut funktioniert. Wie gesagt, das Blaue, da habe ich schon eine Idee, ne? Beziehungsweise das werde ich dann in diesem Stab verwursteln. Vielleicht mache ich da auch ein kleines Video zu, das weiß ich noch nicht so genau. Aber bei dem Roten, ne, da könnt ihr ja mal schreiben, was ihr da gerne sehen wollt. Wie gesagt, ich hatte mir so überlegt, entweder so für die Zwerge oder sowas, so eine Fackel oder eine Laterne oder sowas dafür zu bauen. Könnt ihr ja mal drunter schreiben. Das eilt ja nicht. Ne? Wird mal wieder so ein Zwischendurch-Projekt, wo ich mal Bock drauf habe. Könnt ihr ja dann drunter schreiben. So, dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Sonntag. Dann sehen wir uns bei meinen nächsten Projekten. Wir sehen uns.